heute nicht gut und ich möchte auch nicht morgen sagen. Weder ist hier irgendwas gut, noch ist es morgens. Hat heute Morgen angefangen zu regnen und ja, wenn man dann so im Zelt liegt, ist es noch einigermaßen warm. Der Regen fasst sich aufs Zelt, dann kommt man schnell mal in Versuchung, liegen zu bleiben und abzuwarten, bis der Regen aufhört. Hat er auch gut. Ja, ganz kurz. Dann fing er das so richtig an. Dann fing er wieder an und jetzt will es auch nicht mehr aufhören. Wir haben uns mal den Service gegönnt unseres Navigationsgerätes. Mit dem kann man nicht nur über Satellit kommunizieren, also Nachrichten schreiben, Notrufe absetzen, sondern man kann auch über Satellit den Wetterservice abrufen. Wir haben nämlich bis jetzt immer noch 0,0% Empfang am Handy. Ja, und der Wetterbericht sagt, es soll genau so bleiben. Es soll also weiter regnen, nicht mehr aufhören. Muss ich sagen, finde ich gut. Mir ist die letzten Tage echt auf die Nerven gegangen, immer so zu schwitzen und es war so warm und ich wollte lieber ein bisschen Regen. Natürlich nicht. Es ist kalt und nass und immer scheiße, die Sachen im Nassen einzupacken. Ja, aber es soll, wie gesagt, so bleiben bis zum letzten Tag der Tour. Und wir haben jetzt auch nochmal eine gute Etappe vor uns, wo wir wirklich durchziehen müssen. Der Tag startet mit Kaffee, aber ohne Frühstück. Dafür haben wir uns gestern ja entschieden. Wenn dann schon richtig, würde ich sagen. Als Wetter, kalt, nass und dann auch noch geschwächt in den Tag. Lange Paddelstrecke, Umtragungen. Froh, dass wir nicht dabei haben, der uns so gut jetzt ziehen kann. Stimmt, ja. Das hat er auch angeboten, dass er das macht, was er uns ziehen würde. Und wir kommen gerne drauf zurück. Genau, und ich würde sagen, ab hier bis zum Schluss. Das geht Nee. übrigens auch für so Fragen, oder? Bleiben wir einfach im Boot sitzen, das ist ein Boot durch die Walachei. So viel wie möglich wird gerade in den Zelten zusammengepackt. Und dann die letzten Sachen unterm Tarp und dann kommt final gleich nur noch das Tarp in die letzte Tasche. Normalerweise bauen wir unsere Feuerstellen immer zurück, aber der Platz erweckt den Anschein, als ob hier öfter Leute vorbeikommen. Auch die Wege hier zum Umtragen bzw. zum Angeln. Wir haben ja wie gesagt auch schon Angler hier gesehen. Deswegen lassen wir jetzt unsere Feuerstelle und den Rest, den wir nicht gebaut haben, sowieso ausnahmsweise mal so stehen. Ich denke, wir haben hier schon genug aufgeräumt. Lager ist abgebaut und wir begeben uns jetzt aufs Wasser. Wollen hier vorne auf jeden Fall wenigstens noch ein bisschen angeln. So. Den macht noch mal ein paar Würfe von hier. Sind da drüben an Land gegangen. Ich kann leider gerade nicht mehr angeln. Mir hat sich die Schnur total verheddert. Riesen-Eck das jetzt zu lösen, da muss man das Vorfach auch noch neu machen und alles. Das machen wir jetzt nicht mehr. Boah. Kalt, nass. Nass, kalt. So, das war's mit dem Angeln. Ah. Wir haben noch viel Strecke vor uns. Viel Wind, der auch wieder aus der falschen Richtung kommt. Deswegen wird jetzt gepaddelt. Da hinten, wo es wieder runter geht, wo man die Felsen sieht, kommt auf jeden Fall die nächste Stromschnelle, die wir uns eingezeichnet haben. Sieht auf der Karte aber so aus, als wäre sie eventuell fahrbar.
Das ist sie. Hier mittig rein. Scheint kein großes Problem zu sein. Da könnte ein Felsen drin liegen, aber danach wird es dann auch erstmal ruhig. Das heißt, selbst wenn man durch den Felsen gedreht wird, hat man auf jeden Fall genug Zeit, wieder gerade zu fahren. Das ist das Ende. Auch hier nur ein paar große Wellen. Ich würde mal sagen, schönes WW2. Auf jeden Fall easy peasy fahrbar. Ja, alles festgemacht wieder. Wir werden es auf jeden Fall fahren. Philipp hat sich auch gerade angeguckt, ob er es fahren will. Er hat schon mal den Regenponcho ausgezogen, das würde ich als gutes Zeichen sehen. Und? Philipp hat gelegt. Okay, das Ding müssen wir noch hinter uns bringen, vorher können wir ihm nicht helfen. Ja. Ja? Schau ja, hier kann man schon langsam wieder stehen. Jetzt ist aber gewaltig viel Paddeln, dass wir warm wird. Ich dachte, der Anzug war wasserdicht. Tja, dachte ich auch. Macht einen wach, ne? Die nächste Stromschnelle, die wir markiert haben, die sah auch definitiv deutlich größer aus. Und wenn man den Höhenunterschied sich anguckt, der da vorne kommt, wird es das wahrscheinlich auch sein. Ja, das ist auf jeden Fall was Großes. Nicht fahrbar. Könnte allerdings sein, dass es auf der anderen Seite besser zum Umtragen ist. Auf jeden Fall deutlich weniger Bäume als hier. Und es sieht auch nicht ganz so hügelig aus. Ich denke mal, dann werden wir auf der anderen Seite umtragen. Ich glaube auch, wir müssen dann da weiter. Das war ein kleiner Falke, oder? Irgendwie sowas, ja. So. Tiefer als es aussieht. Ein Weg. Angel ist wieder gefixt. Hier nochmal kurz ein paar Würfe machen. Sprangen auf jeden Fall eben schon ein paar Fische.
Ja. Dann schon die Markierung? Das ist mal links anwandten. Das hier ist der Anfang. Hier ein bisschen intensiver, da oben aber überall tendenziell eher ruhig. Nur sehr felsig, man wird sicherlich auflaufen. Aber für da ganz hinten haben wir uns noch eine Markierung gesetzt, deswegen muss ich jetzt leider einmal dahin laufen und mir das angucken. Das muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ansonsten, das hier wäre auf jeden Fall für uns machbar. Philipps Boot könnte man sich hier links halten. Der Teil wäre definitiv auch machbar, das ist maximal ein 2-. Tendenz weniger, würde ich behaupten. Bis auf die eine ganz kleine Stelle, die ich euch eben gezeigt habe. Das ist das Ende. Da sieht man einen dicken Felsen, den darf man natürlich nicht erwischen. Davon müsste man nach links kommen und dann kommen nur ein paar große Wellen. Ich würde es jetzt auf jeden Fall mal als für Christine und mich definitiv fahrbar einschätzen. Hier die letzten Wellen, die könnten für den Philipp ein bisschen zu groß sein. Aber wie gesagt, man könnte sich vorher halt links halten und aussteigen, das geht auf jeden Fall. Bremsen bei dir? Bremsen? Gas. Okay, stopp. Ah, er ist eins zu früh raus, egal. Sehr gut. Langsam nach links. Wieder Gas geben. Weiter nach links. Gas. Yes! Wunderbar. Vollgas. Philipp hat den Notausstieg ein bisschen zu früh genommen. Eigentlich sollte er noch eine Bucht weiterfahren. Irgendwo hier müsste er dann hoffentlich bald mal sein. Es ist aber alles krass unwegig, sumpfig. Polo! Marco! Kleine Orientierungsprobleme im Wald, sind wir aneinander vorbeigelaufen. Und Philipp ist ein Stück zu weit gelaufen. Er müsste jetzt hoffentlich in dieser Bucht sein mit seinem Boot. Jawohl. Das kitzelt. Ein Schnellchen. Wir sind jetzt in ein Areal reingefahren, in dem wir nochmal nicht angeln dürfen.
Westerfjell nennt sich hier die Gegend. Und hier sieht man jetzt tatsächlich auch mal Hütten und Boote. Hier habe ich mich jetzt im Vorfeld nicht informiert, wie die Leute hierher kommen. Straßen gibt es auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, ob man hier hinwandert oder ob man auch hingeflogen wird. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt da vorne jetzt nochmal eine Stromschnelle, die wir uns markiert haben. Dann gehen wir mal hier rechts an Land und gucken sicherheitshalber. Das ist die Stromschnelle. Sind schon ein paar ordentliche Wellen drin. Aber auf jeden Fall machbar. Also für Philipp definitiv nicht fahrbar, für uns schon fahrbar. Die letzte Welle ist da schon ziemlich groß. Aber wir sind alle beide schon ganz schön durchgefroren, zittern am ganzen Körper und fühlen uns jetzt gerade nicht mehr wirklich fit genug dafür. Deswegen werden wir auch umtragen. Und dann sich nicht mal bewegt, dann zieht die Kälte durch den ganzen Körper. ja. Und danach gucken wir dann mal nach einem Lagerplatz. Das hätten wir schon geschafft, aber hier muss man schon gut treffen und immer gerade bleiben. Gerade hier diese Welle, die hat es in sich. Und die da vorne, aber nichts, was wir nicht schon gefahren sind. So, wir sind da, ist ein guter Platz hier. Hier lassen wir das Boot liegen. Ich bin noch mal ein Stück weiter gegangen. Hier kommt noch mal eine Markierung auf unserer Karte, die letzte. Das wird da hinten in der Kurve sein. Ich denke mal, auf der Kamera kann man es jetzt nicht mehr so gut sehen. Die ist leider jetzt, wo es ein bisschen dunkler wird, nicht mehr so gut. Das hier könnte man noch fahren. Das müsste man sich auf jeden Fall anschauen. Vorher kam nichts zum Lagern. Das ist jetzt die einzige Stelle, die ich gefunden habe. Ich vermute mal, auch die kann man auf der Kamera wahrscheinlich jetzt nicht so super sehen. Ich werde es euch nochmal zeigen. Hier sind jede Menge Elchspuren. Gigantische Elchspuren. Aber da ist es eben am Wasser. Ich schätze mal, hier wird, wenn es richtig viel regnet, sowas wie ein Bach runterkommen. Ja. Ich gehe jetzt nochmal zurück, bespreche mich mit den anderen. Aber ich denke mal, wir werden bis hierhin fahren, dann da irgendwo auswassern, kann man die Boote hier hinlegen, dann bauen wir auf und dann kann man sich das da morgen in Ruhe angucken. Wie gesagt, wir haben jetzt schon echt spät, als ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe. Und das war noch vor der Stromschnelle, irgendwo auf dem See war es schon 9 Uhr. Dafür haben wir jetzt aber auch echt gut Strecke geschafft. Komm. Wieder. Komm. Nein, nein. Ruhig. Ganz ruhig. Ruhig, Grüner! Man kann es erahnen. Der Fluss, Boote, Zelte. Ich brauche schon Licht, dass ich es überhaupt noch filmen kann. Christine, Tab, Philipp. Ihr könnt es euch denken, ich bin hinter der Kamera. Das letzte Travel Lunch sind nur 2 Packungen. Welche Sorte?
Jägertopf mit Rindfleisch. Ja. 2 Packungen für 3 Personen, tendenziell ein bisschen wenig. Beim letzten Mal beim Chili con Carne hatten wir noch Reis dazu. Und das hat schon nur so gerade eben gereicht. Aber immerhin nochmal ein warmes Essen. Wir haben gleich 12 Uhr. Deswegen wird das Essen jetzt nur noch auf dem Gaskocher warm gemacht und gleich gegessen. Du könntest auch bei dem Mitternachtssnack nehmen. Ja, stimmt. Gib Gummi. Ist nicht mehr viel Gummi drauf. Ja, gut, dass wir noch eine Dose haben. Ja. Oh. Die Tüten eine Zeit lang transportiert wurden und gequetscht wurden im Gepäck. Und immer sehr platt, da ist irgendwie Luft raus. Mache ihm erstmal einen Spalt auf. So wie ein bisschen Luft rein kann, dann kann man es auseinanderziehen. Dann rutscht alles nach unten, weil sonst hat man ja den Inhalt überall. Dann reißt man es auf. Und dann geht viel verloren. Das können wir gerade gar nicht gebrauchen. Oh, dieser Duft. Mhm. Ach, ist die Tüte schön warm. Oh, was Warmes. Das wird jetzt noch aufgegessen und dann huschen wir schnell ins Bett. Morgen dürfen wir dann auch noch mal ein gutes Stück paddeln. Morgen auf jeden Fall früher loskommen, dass wir dann auch früher am Lagerplatz sind und euch morgen auch wieder noch mal ein bisschen mehr zeigen können. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Okay. Kaffee? Sind Sie Kaffee? Tag 13. Unser Glückstag. Schauen wir mal. Wird sich zeigen, ja. Ja. Wir sind gestern gut vorangekommen, weit gekommen. Fast alle Umtragungen geschafft. Das Ding hier vorne müssen wir uns gleich noch angucken. Ich befürchte allerdings, wenn ich mir den Höhenunterschied angucke und die Kurve, ja, kommt auf die Hindernisse drauf an. Aber es ist die letzte Markierung auf unserer Karte. Das heißt, wenn wir gut gearbeitet haben, und davon gehe ich jetzt mal aus, bisher hat es immer gepasst, dann wird es auch die letzte Umtragung sein. Danach kommt dann viel See, den wir heute auch noch größtenteils paddeln wollen. Wir möchten noch durch dieses zweite Areal, wo wir hier gerade drin sind, durch, wo wir nicht angeln dürfen. Und wenn wir da raus sind, dann kommt eine große Insel, auf der möchten wir eigentlich gerne übernachten. Und da dürften wir dann theoretisch auch wieder angeln. Müssen allerdings mal gucken, wie viel Zeit da noch übrig bleibt. Das hängt natürlich auch heute wieder vom Wetter ab. Jetzt gerade hat es endlich mal ein bisschen aufgehört zu regnen, aber es soll heute weiter regnen. Und was der Wind macht, weiß man natürlich auch nie. Wenn er den ganzen Tag von vorne kommt, dann wird es schon hart. Wenn nicht, dann ist es eine gute Etappe, aber auch gut machbar. Wir verzichten heute nochmal aufs Frühstück. Heute hätte es nochmal Brot mit Ei gegeben. Dafür gibt es heute nichts, außer Kaffee. Viel Kaffee. Viel Kaffee, das ist schon der zweite. Ja, und dann hätten wir heute Abend nochmal eine doppelte Portion Brot mit Ei
falls nichts mehr mit Angeln ist. Und morgen ist dann der Heimreisetag, also da paddeln wir auch nochmal. Aber wir wollen halt bis zum Auto kommen und dann aus der Tour aussteigen. Das heißt, wenn es dann morgen nichts mehr zu essen gibt, kein Frühstück, kein Mittagessen, ist nicht so schlimm. Dann kommen wir dünner nach Hause. Genau. Hübscher, schöner, stärker, hungriger. Die kommende Stromschnelle nochmal aus der Nähe. Ich habe eben schon eine Drohnenaufnahme gemacht, die ihr wahrscheinlich bereits gesehen habt oder jetzt dann sehen werdet, wenn ich die Drohne nicht wieder verliere. Und da habe ich eine Stelle gesehen, die sah mir auf jeden Fall nicht fahrbar aus. Aber aus der Luft ist das immer schwer zu sagen, deswegen gehe ich nochmal hin. Bis hierhin, ja, schon ordentlich. Philips Boot 9, unserem Jahr. Da stand ich eben. Das Ding hier ist schon heftiger. Wäre aber auch noch machbar, wenn man es gut trifft. Aber ich glaube da hinten, ich gehe noch hin, aber ich glaube da kommt eine Kante. Näher dran komme ich nicht mehr, hier wird das Ufer zu steil. Aber da sieht man schon fette Wellen, eine Kehre. Und hier ist es so hinter dem Baum sogar noch ein bisschen steiler. Man würde hier irgendwo rauskommen. Ziemlich nah am Ufer, um die Sachen vorher fahren zu können. Also das da ist außerhalb unseres Skill-Levels. Und mir auch zu gefährlich, weil dahinter geht es noch weiter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall umtragen. Hier oben ist ein kleiner Trampelpfad entlang des Ufers. Ist so auch ein bisschen holprig, aber immerhin ein Pfad, dem man folgen kann. Zelte sind abgebaut, Taschen sind gepackt. Last portage is the deepest. Einmal noch, dann haben wir das Anstrengendste der Tour geschafft, die Umtragung. Und dann gilt es nur noch Paddel.
streideln noch ein Stückchen. Hier am Ufer kommt man gut entlang. Ist auf jeden Fall einfacher und besser fürs Boot als hier über die Steine. Ja, ich hätte mir gewünscht, die letzte Stromschnelle noch zu fahren. Auf der anderen Seite wäre es auch easy peasy gewesen. Aber da kommt man von da hinten nicht mehr rüber. Ich würde es gerne aus Übungszwecken fahren, aber dann müsste es hier hinter ein bisschen sicherer sein. Hier sieht man auch richtig, da ist der Felsen unterspült. Sieht man, wie das Wasser wieder rausgedrückt wird. Also wenn man hier irgendwo kentert und da reingedrückt wird, das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Und daher ist mir das Risiko zu groß. So ein Weg macht es schon bedeutend einfacher. Ja, das stimmt. Muss man wenigstens nicht darauf achten, wo man lang läuft. Einfach nur marschieren. Wobei der Weg hier schon noch holprig ist. Wo man schon aufpassen muss, wo man hintritt und wie vor allen Dingen. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine ja nur, dass man sich keine Gedanken machen muss, wo Ja. man hin muss. So, Umtrauung geschafft. Auch ziemlich anstrengend gewesen auf jeden Fall. Mario und Christine sind da drüben und habe die Fette gerade dran gemacht und jetzt wird das Boot gleich ins Wasser gelassen. Endlich am See. Die Fliegen gehen nicht weg. Ein bisschen weiter raus aus Wasser. Ja, die fliegen aber ins Gesicht. Schon wieder so ein einsames Entlein. Mitten im See. Knapp 100 Meter in die Richtung kommt das nächste Ufer und über 100 Meter in die Richtung. Kann man hier stehen. Sehr flach der See. Das ist jetzt hier schon der letzte See, ne? Der ist allerdings sehr, sehr groß. Gegen Ende vor allen Dingen groß und gefährlich, besonders bei Wind. Starken Wind können da sehr große Wellen entstehen. Laut unserem Helipiloten ist da schon der ein oder andere gestorben deswegen. Oh, Fels. Von da hinten kommen wir jetzt her. Und da zieht schon wieder schlechtes Wetter rüber. Gut, dass wir da jetzt weg sind. Jetzt sind wir so gerade entkommen, aber da hinten kommt auch noch was an. Also ich fürchte, das wird noch nicht alles gewesen sein. Ja, da ist grau. Ganz denn über den Bergen sieht man es auch. Einzig gute Stille ist da auf der Seite. Ganz schöne Brecher hier. Ja. Das hier vor uns äußert wahrscheinlich gerade so leicht rechts. Eine große Insel. Und die ist unser Ziel für heute. Unser letzter Lagerplatz. Das ist jetzt die Seite, die linke von der Insel. Hier ist eine Bucht, die eventuell in Frage kommen würde. Aber die windabgewandte Seite ist definitiv die Seite der Insel, die wir uns noch nicht angeguckt haben. Da fahren wir jetzt mal rüber
Und wenn da ein schöner Platz kommt, bleiben wir lieber da. Hier wird es steiler, dafür wird das Wasser ruhiger. Es bleibt so steil. Da vorne die Landzunge. Da sehen die Bäume ähnlich hoch aus. Vielleicht ist da ein bisschen flacher. Aus der Nähe sieht die Landzunge leider auch nicht mehr so schön aus. Auch steiler. Jetzt fahren wir noch ganz rum. Die letzte windgeschützte Stelle. Da vorne um die Ecke sieht man ihn schon wieder. Aber hier auf der Seite ist echt gar nichts gewesen. Alles nur krass steil. Nicht perfekt, aber es sieht auf jeden Fall schon mal flacher aus hier. Bevor wir weiter gegen den Wind ankämpfen, werden wir uns das angucken. Sehr felsig die Insel. Hier ist zwar ganz nett, bei schönem Wetter sicherlich ein cooler Platz, aber hier pfeift brutal der Wind drüber. Eben genug fürs Zelt wäre es auch nicht. Da hinten sieht es so aus, als würde es ebener werden, aber ist immer schwer zu sagen aus der Ferne. Hier oben sieht es langsam besser aus. Ist noch kein Platz fürs Zelt gefunden, aber immerhin steht der Boden hier nicht mehr nur aus Felsen. Aber das ist jetzt auch schon ein gutes Stück von dem Boden entfernt. Wenn wir hier irgendwo hingehen, müssten wir die auf jeden Fall nochmal umsetzen. Da unten könnte man an Land gehen. Und hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Brennholz. Ist jetzt auch nicht der beste Platz der Welt, aber immerhin eine schöne Aussicht. Ich gehe mal zurück und dann denke ich mal, werden wir mit dem Booten dahin paddeln. Wir haben hier eine kleine, alte, verfallene Feuerstelle gefunden, die wir wieder in Betrieb genommen haben. Wir haben das Tarp so aufgebaut, dass es uns bestmöglich vor dem Wind hier schützt. Es ist vom Wetter her gerade ziemlich garstig. Ja, man sieht es. Schöne Aussicht ist hier schon, auf jeden Fall. Eigentlich ein toller Platz. Ist nicht super eben, aber ja, wenn man das Tarp jetzt auch noch andersrum aufbauen könnte, wäre es hier schon schön. Aber das Wetter will nicht ganz so, wie wir wollen. Macht nichts, letzter Abend halten wir auch noch irgendwie aus. Wir werden uns gleich, wie immer, auf dem Feuer leckeres Abendessen kochen. Aber vorher möchte ich aus Tradition den letzten Abend nutzen, um schon mal ein kurzes Fazit, eine Zusammenfassung zu der Reise zu geben. Wir werden morgen nur noch zu dem Parkplatz paddeln, wo wir auch gestartet haben. Das Video ist natürlich nicht vorbei, ihr werdet den Abend noch miterleben, den morgigen Tag. Aber in der Regel ist es immer so, dass der letzte Tag stressig wird, wenn man halt eben noch bis zum Auto muss. Wir müssen dann da die Boote einpacken, schon mal ein bisschen sauber machen, das Auto beladen. Auf jeden Fall viel zu tun und dann ist meistens nicht mehr die Zeit. Deswegen nutzen wir das jetzt für ein Fazit. Ich möchte einladend zu dem Fazit aber noch eine Kleinigkeit in eigener Sache loswerden. Ich habe es schon mal gesagt, ihr findet wie immer Links zu den Produkten, die wir genutzt haben, den Equipment, das wir hier genutzt haben, unten in der Videobeschreibung. Falls ihr uns in irgendeiner Form unterstützen möchtet und sowieso irgendwas davon kaufen wollt, dann wäre es super genial, wenn ihr es über unsere Links tut, denn dann kriegen wir eine kleine Provision, jetzt halt keinen Cent mehr
und ihr unterstützt uns damit, das hier weitermachen zu können, weiter diese Videos für euch machen zu können. Genauso aber auch, wenn ihr den Wunsch habt, uns einfach nur zu unterstützen und nichts zu kaufen, findet ihr mittlerweile Links unten im Video, einmal zu PayPal und einmal zu Buy Me a Coffee, über die ihr uns auch unterstützen könnt. Und auch wenn ihr uns bei der Neuanschaffung des Equipments, was wir auf dieser Tour verloren haben, das Wichtigste wäre hier definitiv die Drohne. Die müssen wir uns auf jeden Fall neu kaufen, ich habe es jetzt schon gemerkt. Aufgaben sind sicherlich nicht schlecht geworden, aber ja, Drohne braucht man neu, Köder will ich neu. Ja, auch dabei freuen wir uns natürlich über jede Unterstützung, die kommt. Und damit haben wir auch schon eine ganz gute Brücke zum Fazit, das ich euch versprochen habe. Ich möchte mal andersrum anfangen und das Fazit zusammenfassen. Das kriege ich in einen Satz hin. Das habe ich auch schon in der Einleitung gesagt. Es war echt krass. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, wirklich krass. Ja, ich würde sagen, in der Summe auf jeden Fall eine der anspruchsvollsten, wenn nicht sogar die anspruchsvollste Tour. Die paar Pausetage, die wir gemacht haben, haben es ein bisschen einfacher gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob sie wirklich härter war als unsere letzte 7-Tage-Tour, wo wir 7 Tage durchgezogen haben. Aber sie war auf jeden Fall krass und gerade die Witterungsumstände, generell die Rauheit hier der Natur, hat es immer wieder sehr, sehr anstrengend gemacht. Und ja, wir haben viel erlebt, viel gesehen. Es fing genial an mit dem Helikopterflug. Das war ein unfassbar geiles Erlebnis, muss man einfach so sagen. Man hat die ganze Tour ja mal wirklich auch aus der Luft gesehen, bevor man sie antritt. Das ist krass, wir sind 20 Minuten geflogen laut dem Piloten und jetzt haben wir, wenn wir morgen zurück sind, 14 Tage zurückgebraucht. Natürlich sind da auch Ruhetage und wahrscheinlich, wenn man noch fitter wäre als wir und noch früher aufstehen würde, wird man es auch noch schneller schaffen, klar. Aber nichtsdestotrotz ist es schon eine ordentliche Strecke und wir haben viel Energie, viel Zeit da rein gesteckt, hier wieder zurückzukommen. Und das merkt man schon. Also 14 Tage sind eine lange Zeit, das ist echt krass. Also ja, ich weiß nicht, die Dinge fühlen sich jetzt auch extrem fern an. Also wenn ich an den ersten Tag denke, ich kann mich zwar bestens daran erinnern, wie wir die Forellen da rausgezogen haben. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir können uns an die Lagerplätze erinnern, aber es fühlt sich nicht an, als wäre das erst 14 Tage her. Also für mich fühlt es sich an, als wäre es 4 Wochen her oder noch länger. Man hat sich schon richtig daran gewöhnt, hier draußen zu leben. Ja. Ja, und auch dadurch, dass man so viel erlebt, hat man auch ein ganz anderes Zeitgefühl, als wenn man so zu Hause im Alltag ist und immer wieder nur dieselben Dinge sieht. Kein Internet, kein Handy. Kein Internet, kein Handy. Ich weiß nicht, hat einer von euch hier schon mal geschaut? Ich bin hoch auf dem Berg, da hatte ich dann kurz Empfang, ich muss E-Mails checken. Okay. Also wir sind jetzt auch nicht mehr weit entfernt von dem Parkplatz Örnweg, wo wir gestartet sind mit dem Heli. Da hatten wir auch immer einen Balken 4G. Also ich habe mir schon gedacht, dass man ab hier wieder so ganz langsam Netz bekommt, aber alle Tage davor war wirklich, egal wo wir waren, 0,0 Empfang, völlig abgeschottet. Deswegen, wenn ihr sowas hier machen wollt, hier draußen auf jeden Fall ein Gerät mitnehmen, über das ihr auch so den Notruf verständigen könnt. Ja. Also Satellitenkommunikation. Die Dinger sind auch gar nicht teuer, wenn man nicht unbedingt ein Navi, wie wir jetzt noch dazu haben will, nur so ein Satellitenkommunikationsgerät, zum Beispiel von Garmin. Gute Geräte übers InReach-Netzwerk. Die sind nicht teuer, sowas sollte man dann schon dabei haben. Ja. Ansonsten tut es mal ganz gut, 2 Wochen mal vom Internet abgeschottet zu sein und nicht ständig in die sozialen Netzwerke reingucken zu müssen oder Mails checken. Ja. Also ich muss sagen, ich habe auch wenig dran gedacht. Das Einzige waren halt so ein paar Dinge, wo ich wusste, okay, die kommen jetzt demnächst. Das wäre eigentlich ganz gut, die zu sehen. Aber ansonsten ist man ja immer beschäftigt draußen, man hat immer was zu tun, da denkt man gar nicht dran. Ne? Ja. Und für den Film muss man auch dazu sagen, stehen jetzt ein paar wichtige Dinge in Zukunft an, wo auch auf elektronischen Wege eigentlich einiges zu klären wird. Deswegen ist er, glaube ich, ein bisschen nervöser gewesen, was den Empfang angeht. Ja, mal gucken, was dann so alles Deswegen kommt. bin ich auf den Berg hoch. Ich hatte im Intro über Erfolge, Fehlschläge und Verluste gesprochen. Ich denke, die Verluste sind klar. Der am meisten schmerzt, ist definitiv die Drohne. Vor allen Dingen die Speicherkarte von der Drohne, die Aufnahmen, gerade das mit dem Heli. So viele Wochen im Voraus drüber nachgedacht, wie wir das machen. Extra mit dem Piloten abgesprochen, mit dem Start und allem drum und dran. Ich war so happy, als es geklappt hat und ich es wirklich auch geschafft habe, diesem Heli noch ein Stück hinterher zu fliegen mit der Drohne. Das ist nämlich alles nicht so einfach. Und dann, ja, ich weiß immer noch nicht, ob es mein Verschulden gewesen ist oder ob die Drohne einen Fehler hat. Das ist uns auch schon mal passiert, dann fällt ein Propeller, die Drohne fällt, meistens fängt sie sich dann noch, aber
manchmal eben auch nicht. Keine Ahnung, woran es lag, auf jeden Fall ist sie weg. Das ist echt ätzend. Die Köder hat auch ganz schön geschmerzt. Na gut, wir können jetzt sagen, vielleicht hätten wir mehr und besser gefangen danach, wenn wir noch alle Köder gehabt hätten. Keine Ahnung. Vielleicht hätten wir mit den anderen Ködern auch nicht mehr gefangen, das weiß man nicht. Aber nichtsdestotrotz hätte ich den Großteil der Köder gerne wieder irgendwann. Da waren auch noch einige dabei, die ich testen wollte. Also das hat geschmerzt, das waren die Verluste. Das Scheitern, die Niederlagen, war definitiv als erstes mal die Kenterung von Christine und mir. Das gehört dazu. Passiert immer wieder mal beim Paddeln. Man sucht sich ja auch irgendwann, wenn man Fortschritte machen will, extra solche Stellen raus, die einen ein bisschen challengen, die über das hinausgehen, was man bisher gemacht hat. Und erprobt sich daran natürlich immer unter so weit wie möglich kontrollierten Bedingungen. In unserem Fall war es so, dass wir wussten, dass danach nichts mehr kommt und dass der Philipp da steht. Das heißt, wenn jemand in der Walze gefangen worden wäre, hätte er uns mit dem Sack da rausziehen können. Also es war ein kontrolliertes Risiko. Aber ja, an der Walze sind wir gescheitert. Mal gucken, ob wir es beim nächsten Mal besser machen. Man lernt ja stetig dazu. Philipp ist einmal gekentert, wobei ich schon sagen muss, dass unsere Kenterung deutlich spektakulärer gewesen ist. Philipps war eher so eine standard-langweilige Kenterung. Ja. Ich denke mal, selbst den Wurfsack hätten wir uns sparen können, wäre schon irgendwann an Land gekommen. Aber ja, auch das ist passiert. Wie gesagt, das gehört alles mit dazu. Deswegen war wirklich alles mit dabei auf der Tour. Das Einzige, was wir uns gewünscht hätten, dass das Wetter uns noch ein bisschen gnädiger gewesen wäre. Es war schon oft wirklich sehr, sehr widerspenstig. Hat uns oft das Leben schwerer gemacht. Ich meine, klar, damit muss man immer rechnen, damit muss man hier oben generell noch mehr rechnen. Also es ist schon fast wahrscheinlicher, dass man so ein Wetter vorfindet, als dass man hier die ganze Zeit Sonnenschein hat. Aber hätten wir einen Wunsch frei gehabt, wäre es sicherlich der gewesen, dass wir noch mal ein bisschen mehr Sonnenschein, ein bisschen mehr Wärme gehabt hätten. Irgendwie war alles mit dabei. Wir sind viel auf Seen gepaddelt. Wir haben das Boot versucht, durch einen Mini-Bach zu ziehen. Wir hatten riesige, gigantische Stromschnellen und Wasserfälle. Was uns aber doch trotzdem irgendwie allen so ein bisschen gefehlt hat, was wir auf der letzten Tour dann doch schon, zumindest auf der zweiten Hälfte, deutlich mehr hatten, war mal so Fluss, den man fahren kann, weil das ist natürlich immer das Geilste. Das macht Spaß, du kommst schnell voran. Immer wieder mal so leichte Stromschnellen, so Wildwasser 1, Wildwasser 2, wo man sich auch nicht viel Gedanken machen muss. Das hat richtig Fun gemacht auf der letzten Tour. Ich sage es an der Stelle nochmal, wir werden sie verlinken am Ende des Videos. Wenn ihr sie noch nicht angeguckt habt, guckt sie euch an. Das war auch echt eine hammergeile Tour, die wir da gemacht haben. Von Norwegen nach Schweden mit dem Kanu auf einem wilden Fluss. Und es war einem wirklich wilden Fluss, das war schon auch echt krass. Aber ja, das hat uns hier so ein bisschen gefehlt. Ansonsten war aber wirklich alles mit dabei. Die Umtragungen waren teilweise schon echt heftig, weil das Land hier halt einfach nicht dafür gedacht ist, dass man 170 Kilo durch die Gegend trägt, plus sein eigenes Körpergewicht. Das war schon anstrengend. Zusammengefasst, alles dabei. Hammergeil und hammeranstrengend zugleich. Ein krasses Erlebnis, das wir sicherlich niemals vergessen werden, auf dem wir vieles erlebt haben, vieles gelernt haben. Uns hat es mega, mega viel Spaß gemacht. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr bis hierhin mit dabei gewesen seid. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr auch noch wirklich bis zum Ende mitbleibt. Wie gesagt, das Video ist noch nicht vorbei. Aber ja, vielen, vielen Dank. Gut, gut. Essen. Feuer. Mach mal. Hunger. Da war. Angeln waren wir, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, nicht mehr. Es ist schon verhältnismäßig spät und wir haben für alles lange gebraucht und ja, um ehrlich zu sein, hat auch keiner mehr Bock bei dem Wetter noch angeln zu gehen. Bei dem Wind macht es eh keinen Spaß, den Köder aufs Wasser zu bringen. Stürmt schon ganz schön. Deswegen haben wir heute Morgen extra nochmal aufs Frühstück verzichtet, sodass es heute nochmal Brot mit Ei gibt. Diesmal allerdings zweimal Pfannenbrot, einmal eine kleine Pfannenbrotportion, die fürs Frühstück gewesen wäre, und einmal eine größere, die als
Beilage für den Fisch gedacht gewesen wäre. Und das machen wir uns heute zusammen. Die Hälfte davon wird mit Knoblauch gemacht. Wir haben nämlich noch 2 Knoblauchzehen übrig. Und das schmeckt mega geil im Pfannenbrotteig. Dann ist es nämlich Knoblauch-Pfannenbrot. Kleine Portion, jetzt noch die große dazu. Die richtige Menge Wasser Ja, hat auch die richtige Konsistenz. sieht gleich ganz anders aus. Passt so von der Decke, oder? Ja. Pfannenbrötchen. Der Wind will auch nicht nachlassen. Im Nee. Gegenteil. Ich will das richtig wissen. Und Härtetest auf den letzten Metern hier für uns. Ja. Ihr seht's, das Kochen hier draußen dauert lange. Der Wind macht's nicht einfach, der Regen macht's nicht einfach. Das Holz ist von den letzten Tagen Regen auch schon ziemlich nass. Deswegen ist es jetzt schon dunkel und Christine muss mir mit einer Stirnlampe ins Gesicht leuchten, dass wir überhaupt noch filmen können. Aber das Pfannenbrotbrot ist fertig. Wird Rührei, macht nichts. Wir sind dir schon dankbar, dass du dich da opferst und das Ei für uns wendest. Ich hätte mal gedacht, dass Rührei mit Brot meine Leibspeise wird. Für meinen noch ein bisschen frischen Knoblauch aufgehoben, der liegt dann auf meinem Brot. Dann probier mal. Dein Knoblauch-Rührei-Burger. Sehr, sehr geil. Seht uns nach, wie wir den Rest aufessen. Dürft ihr euch heute mal vorstellen. Der Sturm wird immer krasser, der Regen wird immer stärker. Wir inhalieren das hier nur noch kurz und dann geht's ab ins Bett. Ja. In dem Sinne, gute Nacht und wünscht uns Glück, dass das Wetter morgen besser ist. Wasabi!
Tag 14. Das ist mein Lager. Ich habe sie alle verloren. Nein, natürlich nicht. Die anderen campen da hinten. Ich habe noch ein paar Sachen zum Trocknen aufgehangen. Obwohl es natürlich die ganze Zeit regnet. Aber jetzt ist kurze Pause. Da hinten sieht man das Tab, wo wir gestern gekocht haben. Es ist schon irgendwie kalt. So sieht übrigens unser Lager aus. Hier steht Christine und mein Zelt. Hier haben wir das Tarp errichtet. Da drüben ist die Wasserversorgung. Tarp-Setup übrigens für den Wind, wenn man es mit dem Rücken zum Wind ausrichtet. Sehr, sehr gut. Heute Nacht hat es echt krass gestürmt und es hat super gehalten. Hier an einer Ecke fest. Hier jeweils an der Mitte. Da wäre eine Ecke, die haben wir so reingefalten. Hier auch wieder fest. Oben abgespannt mit dem Ast. Hinten Stein, dass es hier hochkommt. Und hier mit dem Ast und mit dem Stein da vorne. Feuerstelle. Unter dem Tarp habt ihr ja gestern schon gesehen. Aber wundervolle Aussicht. Da hinten der schöne Berg. Gerade von der Sonne auch noch angestrahlt wird. Sehr cool. Nur, dass wir nicht von der Sonne angestrahlt werden. Man kann nicht alles haben. Ist auf jeden Fall sehr schön hier. Kaffee der zweite. Tag 14. Der letzte Tag. Aller Tage Ende. Nein, der letzte Tag unserer Reise, sofern wir nicht auf den letzten Metern untergehen. Wie man vielleicht erkennen kann, es windet nicht mehr ganz so sehr. Von schönem Wetter kann man hier aber auch definitiv nicht sprechen. Es ist ziemlich kalt geworden und noch mal kälter als gestern. Aber trocken. Aber immerhin trocken, sagt es nicht so laut. Da sind genug Wolken, die uns gleich das Gegenteil beweisen könnten. Ja, wir haben jetzt noch 5 Kilometer bis zum Auto. Man kann tatsächlich sogar den Parkplatz in der Ferne schon sehen. Das ist auf jeden Fall eine absehbare Strecke. Der Wind kommt tatsächlich auch aktuell von hinten, sodass das easy peasy zu machen sein sollte. Ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt, eine unserer wichtigsten Aufgaben heute ist aber definitiv uns zu waschen. Dass nicht die Leute im ersten Geschäft, wo wir uns Essen kaufen, alle tot umfallen, wenn wir da reinlaufen. Deswegen haben wir überlegt, ins Wasser zu gehen und dann haben wir überlegt, dass wir das nicht wollen. Bei dem Wetter ist es wirklich, das Wasser ist schon arschkalt und wenn dann noch Wind und kalte Luft dazu kommt, werden wir es gleich mal mit unserem Duschsack probieren, den man theoretisch, weil er schwarz ist, in die Sonne legen könnte. Dann würde das Wasser warm werden innerhalb von ein paar wenigen Stunden und dann könnte man damit duschen. Allerdings braucht man dafür dann eben Sonne, die wir auch nicht haben. Deswegen werden wir ein bisschen Wasser gleich aufkochen. Und dann kann man so, also da passen 10 Liter rein, 8 Liter kaltes Wasser, 2 Liter Wasser, das fast kurz vorm Kochen reingegossen werden wird. Und dann hat man lauwarmes Wasser zum Duschen. Und dann stellt man sich einmal kurz unter dieses lauwarme Wasser, wäscht sich ein bisschen ab und ist hoffentlich sauber. Das werden wir gleich noch machen. Wir müssen natürlich auch noch zusammenpacken. Und dann werden wir lospaddeln. Also Stinken in die Geschäfte reingehen. Vielleicht geben die uns dann die Sachen kostenlos. Hier, nehmt es. Nur bitte nehmt es. Ich ergebe mich friedlich. Nehmen Sie alles Geld. Die anderen Kunden laufen schon weg, also raus hier. Gehen Sie einfach. Ich gebe Ihnen noch einen Gutschein mit.
einiger Zeit nutzen wir jetzt hier schon diesen Flaschenadapter. Abgesehen davon, dass das echt praktisch ist, weil der in den Flaschen drin bleibt, ist da auch noch ein Aktivkohlefilter mit drin. Der hat gleich zwei Vorteile. Zum einen schmeckt das Wasser besser und bei brachsigem Wasser kann ich sagen wirklich deutlich besser. Und zum anderen, der hier filtert eher alle natürlichen Verunreinigungen wie Bakterien, Viren und sowas raus. Und Aktivkohle hat den Vorteil, dass sie auch noch chemische Verunreinigungen, also vom Menschen verursachte Verunreinigungen, zumindest teilweise mit rausfiltert. Das ist hier unser Wassersack von Ortlieb. Und der hat gleich zwei Vorteile. Zum einen kann man den, wie eben gesagt, als Duschsack benutzen. Da gibt es so einen Aufsatz hierfür. Zeige ich euch gleich auch nochmal genauer. Dann kommt hier das drauf. Zeigen wir euch gleich noch in Action. Aber man kann auch den Filter an den Sack anschließen. Und dann läuft das gefilterte Wasser direkt in den Sack, der fasst 10 Liter. Dann hat man 10 Liter gefiltertes Wasser, was man dann wiederum auch zum Beispiel so am Baum aufhängen könnte. Und dann hat man eine deutlich schnellere Frischwasserversorgung, als es jetzt hier durch dieses Filtersystem durchläuft. Ich gehe jetzt einmal damit runter ans Wasser, befülle den dort mit Wasser. Und dann kann man aus dem Sack in einen Topf gießen, die Füllmenge des Topfs einmal aufkochen und wieder zurückgießen und dann hat man tatsächlich warmes Wasser. Muss ein bisschen aufpassen, also es darf nicht richtig kochen, das ist dann zu heiß für den Sack. Aber so kurz vorm Siedepunkt kann man das in den Sack reingießen und das gemischte Wasser ist dann warm genug zum Duschen. Und wie gesagt, ansonsten, wenn es jetzt sonnig wäre und man hätte Zeit, befüllt man den einfach so mit Wasser, legt den schwarzen Sack in die Sonne und hat dann nach ein paar wenigen Stunden auch warmes Wasser. Und hier drauf passt eben auch dieser Flaschenadapter, wenn man das Wasser filtern will. Ein oder andere fragt sich vielleicht, es gibt ja richtige Duschsäcke mit einem Schlauch und allem drum, größeres Volumen. Die haben natürlich auch ihre Vorteile. Der Vorteil von dem Sack hier ist aber, der wiegt nur 150 Gramm und ist mega kompakt zum Wegpacken. Und jetzt wollte ich euch nur einmal zeigen, bevor wir hier duschen. Das müsst ihr euch nicht antun, wie das Ding funktioniert. Und zwar habe ich jetzt den Duschaufsatz vorne drauf gemacht. Man kann das auch ohne Aufsatz, dann kommt einfach Wasser hier vorne raus als Strahl. Und dann kann man den langsam aufdrehen und zack, läuft Wasser raus. Und so kann man sehr, sehr gut dosieren. Deswegen ist es auch schön, am Lager hier Wasser reinzufüllen. Frisches, gefiltertes Wasser, wie eben gesagt. Und dann kann man sich hier immer Wasser zapfen. Auf geht's unter die lauwarme Dusche bei kaltem Wind. Frisch geduscht geht's in den letzten Paddeltag. Es ist ein Glück, dass wir heute wieder Rückenwind haben. Da vor uns ist Oernwijk, Startpunkt und Ziel unserer Tour. Yay, gelandet! Yay, wir haben es geschafft!
Gegen Ende kommt sogar noch mal die Sonne raus. Wünschen uns Glück, dass das so bleibt, denn dann kriegen wir die Sachen auch noch einigermaßen trocken ins Auto. Bleibt final nur noch Danke zu sagen. Ganz, ganz lieben Dank geht an unsere Unterstützer bei diesem Video. Das ist zum einen Bushstar, von denen ist die Säge, die der Philipp fleißig benutzt hat, um uns wärmespendendes Holz zu sägen. An Fennig, von denen ist alles, auf denen das Fennig-Logo drauf ist. Und ganz besonderen Dank an Arts Outdoors, von denen ist mittlerweile ein riesengroßer Teil unseres Equipments. Ganz viel wichtiges Equipment, ohne dass die Tour gar nicht möglich gewesen wäre. Ich werde jetzt hier nicht alles aufzählen, aber ganz, ganz lieben Dank. Der allergrößte Dank, der gilt natürlich an euch, unsere treuen Zuschauer. Riesen Dankeschön, dass ihr bis zum Ende mit dabei gewesen seid. Wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Und ich sage bis dahin, macht's gut. Dankeschön, bis dann. Ciao.